natürlich auch an die Zukunft und deswegen nutzt es auch die Möglichkeit, Flüchtlinge im Rahmen des Fachkräftemangels bei sich einzustellen, auszubilden und dann hoffentlich auch zu beschäftigen. Herr Greve, Sie verantworten hier die Ausbildungswerkstatt der SMA und was ist so das Besondere, wenn man mit Flüchtlingen in der Ausbildung arbeitet? Also erstmal ein Teil davon nur. Wir haben 2 Ausbildungswerkstätten und das ist hier die Ausbildungswerkstatt für die Elektroniker für Geräte und Systeme. Besondere Herausforderung war, dass wir dieses Klientel, wie wir es jetzt haben, in der Konstellation noch nie hatten. Und insbesondere Sprachprobleme sind wir schon von der Berufsschule auch früh gewarnt worden. Das ist dann auch eingetreten, also wir hatten Sprachprobleme. Da ist uns dann aber von einer Seite außerhalb geholfen worden, also eine Ingenieurin macht einen Deutschunterricht, einen fachlichen Deutschunterricht für unsere Asylanten. Die haben uns da wirklich sehr gut unterstützt. Das war auch wirklich die schärfste Herausforderung, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Zumindest in der Prüfungsvorbereitung und kommen mit dem Stoff, also mit den Fragen, die sie bearbeiten müssen, eigentlich ganz gut klar. Ja, wir sitzen hier bei SMA und Sie machen die Ausbildung. Wo kommen Sie her und wann haben Sie die Ausbildung begonnen? Können wir durch anfangen? Ja, wer von Ihnen möchte? Ich komme aus dem Iran. Ich bin seit 3,5 Jahren in Deutschland und ich habe meine Ausbildung in 2017 August, September angefangen. Ja genau, ich bin Hedayat Tajik, ich komme aus Afghanistan, also ich bin in Afghanistan geboren und als ich Kind war, wir sind nach Iran gegangen und da bin ich groß geworden und seit ein bisschen mehr als 3 Jahren bin ich hier, also bin ich hier in Deutschland. Was ist so das Schwierigste gewesen, als Sie angefangen haben mit der Ausbildung? Ja, also natürlich das Schwierigste ist die Sprache und danach kommt nochmal Fachbegriffe. Ja, klar. Das verdoppelt sich. Und weil wir in Integrationskursen lernen wir nur Grammatik und so, die Leute so unterhalten. Das war nicht so einfach, aber das wird klappen nach einem Jahr oder so. Man gewöhnt sich daran, es wird besser. Also am Anfang war es sehr schwer, aber jetzt ist es viel besser. Das Wort Wechselrichter kannte ich bis vor 10 Jahren auch noch nicht, aber okay, Ja. gut. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie Sie mit Sprache umgehen, weil wenn man als Deutscher, als Native Speaker natürlich immer die unglaublichsten Dinge benutzt. Ja, mit Händen und Füßen arbeiten war angedacht und das funktioniert auch und man muss sich einfach Zeit nehmen. Und dann ist noch ein großes Plus, wir haben in dem Lehrjahr 4 Auszubildende, die hier aufgewachsen sind, also der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind und die unterstützen mich doch sehr. Nimmt mir unheimlich viel Arbeit ab. Wir hatten relativ eng schon einen frühen Kontakt im Rahmen unseres Projektes REST mit SMA, eines der 50 Unternehmen, die bei REST mitgemacht haben. Und wir haben hier festgestellt, dass man schon relativ schnell begriffen hat, was man auch unternehmensintern tun muss, um Flüchtlingen den Weg in das deutsche Arbeitsleben zu ermöglichen.